Hallo, mein Name ist Heyer, Thomas Heyer, und ich bin seit 2008 begeistert für und mit Consolidate unterwegs und für Consolidate tätig. Eines meiner Lieblingsfunktionen, die ich heute kurz vorstellen möchte, sind Adressgruppen innerhalb von Consolidate. Am Beispiel von Weihnachtsmail oder Weihnachtsgeschenk. Eine sehr gute Möglichkeit im Bereich Vertrieb, Kunden zu strukturieren oder Kundenbeziehungsmanagement zu betreiben, sind die Adressgruppen. Diese finden wir zum Einstellen und zum Erstellen hier im Bereich Consolidate. Adressgruppen. Dort werden mir dann entsprechend kategorisierte Adressgruppen angezeigt. Ich habe jetzt hier beispielsweise eine Kategorie Christmas erstellt. Dort gibt es die beiden Adressgruppen Geschenk und Mail. Das heißt, alle, die irgendwo ein Geschenk bekommen, sind hier hinterlegt, und alle, die an Weihnachten ein E-Mail bekommen, sind hier hinterlegt. Ich kann jeden Kontakt x-beliebigen Adressgruppen zuordnen und habe dadurch natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch der Auswertung, der Zuordnung oder letztendlich der Wiedervorlage. Und ich kann hier in dem Bereich ganz einfach Kontakte hinzufügen. Und beispielsweise hier könnte ich sagen, ich möchte hier von dieser Firma einfach Kontakte hinzufügen, und dann ist diese Person noch nicht dabei. Die nehmen wir jetzt mit dazu, und schon ist diese Adressgruppe erweitert worden. Ich kann hier wie im Bereich Mengenlehre arbeiten und kann eine Adressgruppe aus einer anderen heraus trennen, oder ich kann Gruppen zusammenführen und kann sagen, ich möchte eine andere Gruppe hier einfügen. Die Adressgruppen selber, ich habe die Möglichkeit, hier entsprechend Berechtigung zu vergeben. Wer darf eigentlich Adressgruppen speichern, wer darf Adressgruppen erstellen und löschen. Und nachher kann ich natürlich wunderbar mit diesen Adressgruppen arbeiten. Ja, Beispiel Weihnachtsmail, Weihnachtsgeschenk. Im Laufe des Jahres werden die Kontakte oder werden diese Adressgruppen immer den einzelnen Kontakten zugeordnet, wo ich sage, jo, der soll im Weihnachtsmail berücksichtigt werden oder der soll ein Weihnachtsgeschenk erhalten zum Beispiel. Und dann am Ende des Jahres, wenn dann Weihnachten vor der Tür steht, dann hole ich mir einfach diese Adressgruppe her und versende meine Weihnachts-E-Mail, oder die Geschenke werden besorgt und auch diese werden einfach versendet. Nebenbei kann ich natürlich dann auch aufgrund dieser Adressgruppe auf Knopfdruck mir Adressetiketten rauslassen und diese auf die Pakete kleben zum Beispiel. Ja. Dann ist die Klassifizierung von meinen Kontakten, das läuft einfach nebenbei wunderbar mit. Und ich habe jederzeit den Nutzen von diesen Adressgruppen.